Hallo zusammen und willkommen zu meiner nächsten kleinen Low-Poly-Tutorial-Reihe. Wie erstelle ich solche Isometric Rooms? Ich habe früher selber verzweifelt danach gesucht und ich bin der Meinung, es gibt auf YouTube und Co. auch nur Speed Modeling Videos dazu. Deswegen werde ich euch in 3 Parts zeigen, wie ihr solche Isometric Möbelstücke in Blender erstellt und dann das Ganze ungefähr so aussehen lassen könnt. In diesem Sinne, viel Spaß mit dem Video. Bis gleich. Wir befinden uns jetzt im Blender. Vorab muss ich sagen, ich habe hier was vorbereitet. Ihr findet unten in der Videobeschreibung den Link zu meinem Patreon-Account und dort könnt ihr ganz gratis dieses Package hier runterladen, dass wir alle denselben Start jetzt haben. Wenn ihr das jetzt getan habt, dann würde ich sagen, starten wir direkt. Und zwar werden wir mit unserem Schreibtisch anfangen, deswegen einfach mal ein Cube adden und das Ganze mal reinscannen, außer auf der Z-Achse, das könnt ihr mit der Shift-Taste machen. Einfach Shift und Z drücken. Und jetzt bringe ich mir das Ganze mal ein bisschen hier hoch. Ich habe euch unten übrigens auch die Screencast-Keys wieder angemacht. Das heißt, ihr könnt alles sehen, was ich auf meiner Tastatur oder Maus drücke. Ich werde mir das jetzt ein bisschen reinscannen. Wir werden jetzt erstmal die Außenwände für unseren Schreibtisch machen. Deswegen bringt euch das ein bisschen in Form. Vielleicht möchtet ihr ja auch einen anderen Schreibtisch als ich machen. Aber ansonsten könnt ihr auch einfach dieses Tutorial jetzt verfolgen. Das kann man jetzt hier gerade ein bisschen blöd sehen, wenn ich an die Seite gehe. Ich versuche das mit Steuerung nochmal. Ja, da ist es schon im Boden. Ein Ticken müsste es höher. Ich mache mal Ambient Occlusion an. Dann können wir das ein bisschen besser vielleicht sehen. Ja, wir sehen hier so einen kleinen Strich, einen schwarzen. Ein kleiner Schatten, der geworfen wird. Vielleicht können wir da ein bisschen besser mitarbeiten. Ich bringe das hier runter. Aber das sieht eigentlich schon recht gut aus. Beziehungsweise könnte man das Ganze auch ein Stückchen im Boden lassen. Das wäre jetzt nicht so dramatisch. Jetzt scalen wir uns das Ganze noch ein bisschen rein. Dann werden wir uns das Ganze natürlich gleich an die Wand bringen. Ich scale das nochmal ein bisschen an der Z-Achse. Bringen das mal jetzt hier runter in den Boden. Und dann bringen wir uns das mal an die Wand. Wir werden gleich sehen, ob das vielleicht noch ein bisschen zu breit ist. Ich glaube fast, das ist es noch. Jetzt drücke ich einmal Shift-D, um das Ganze zu duplicaten. Und jetzt kann man eigentlich erkennen, dass das zu breit ist. Ich lösche das mal und mache das nochmal auf der X-Achse ein wenig schmaler. Und dann werden wir nochmal Shift-D drücken. Und entweder mit Steuerung oder ich mache das jetzt mal freihändig hier, ein bisschen bewegen. Hier werden wir ungefähr den Slot machen, wo unser Rechner stehen wird und dann eine etwas breitere Arbeitsfläche. So sieht das ziemlich cool aus. Dann werden wir das Ganze zu einem Objekt natürlich machen, deswegen einmal alles auswählen hier und Steuerung J drücken. Dann haben wir nur noch ein Objekt und jetzt mache ich hier einmal den Origin zum Center of Mass, dass das hier auch mittig ist. Gut, jetzt werden wir einfach in den Edit-Mode gehen hier unten rein und werden unsere Ecken hier einmal verbinden. Einfach die Ecken hier auswählen mit gedrückter Shift-Taste und dann einmal F drücken für Fill. Jetzt werde ich einmal in den Face-Mode gehen und unsere Faces hier auswählen. Und wenn wir das Ganze jetzt extruden und nach unten bringen, seht ihr, dass das natürlich jetzt oben eine kleine Lücke entstehen lässt. Aber das wäre natürlich nicht besser. Aber das fixen wir gleich. Wir machen das jetzt so. Aber ich werde das ein bisschen schmaler machen, dass es ungefähr mit den Leisten passt. So, und dann werden wir dasselbe wie eben machen. Wir werden einfach unsere Ecken auswählen und drücken einmal F. Dasselbe machen wir natürlich auch hier auf der anderen Seite. Ecken auswählen, F drücken. Dann geht ihr einmal hier in Edit Mode unter Shading und drückt einmal Recalculation. Und dann sind alle Normals auch wieder ganz normal wie vorher. Perfekt. Aus Zeitmangel werde ich das Erstellen und das Auswählen der Farben bzw. der Materials im Schnelldurchlauf euch zeigen und dann sind wir natürlich gleich wieder zurück und werden hier auch gleich wieder weitermachen. Das Einzige, was ich hier nur mache, ist ein Material zu erstellen jetzt für den Table. Dann können wir uns auch schon der Tastatur widmen, also wieder einen Cube hinzufügen. Scale euch das Ganze schön down und macht das schön flach. Vielleicht noch ein bisschen mehr in die Breite gehen hier. Mit der X-Achse. Ich mache das noch flacher
Und was wir gleich machen werden, ist so typisch bei einigen Tastaturen, die so ein bisschen ergonomisch sind, werden wir gleich die Edge hier ein bisschen nach unten bewegen. Dafür brauchen wir aber einen Loop Cut, damit das Ganze auch wirklich eine schöne Schräge wird. Und dann nehmt ihr euch den hier und schiebt das einfach nach unten. Und schon habt ihr eine ergonomische Tastatur in unserem Isometric Room. Das bringen wir natürlich jetzt auf unseren Schreibtisch, denn da gehört sie auch hin. Jetzt müsst ihr gucken, dass ihr eine anständige Größe findet, die euch gefällt. Ich bringe das noch einen Ticken runter. Und sind wir mal ganz ehrlich, steht eure Tastatur gerade? Ich glaube nicht. Ihr könnt gerne auf euren Schreibtisch jetzt gucken. Ansonsten schreibt in die Kommentare, wenn sie wirklich gerade steht bei euch. Dann werden wir natürlich noch ein Material machen. Und ich werde im Schnelldurchlauf noch ein paar kleine Details reinbringen, die nicht wirklich notwendig sind. Aber ja. Ich werde hier nämlich nur ein paar Loop Cuts reinbringen und ein paar Faces extruden, dass das Ganze nach ein paar Tastaturtasten aussieht. Nichts Besonderes und gar nicht notwendig, wie ihr später sehen werdet. So, das nächste, was wir machen werden, sind unsere Bildschirme. Denn die brauchen wir natürlich auch in unserem kleinen Büroraum. Deswegen werde ich hier einen weiteren Cube adden. Und als erstes werden wir unseren Standfuß machen. Den scale ich ein wenig rein und bringe den mal zu unserem Schreibtisch. Oh, jetzt habe ich mich hier verklickt, dass wir ungefähr unsere Maße haben, wie groß unser Bildschirm überhaupt sein soll. Deswegen in Position bringen, nochmal ein bisschen reinscalen und jetzt werden wir hier Loop Cuts reinbringen. Deswegen hier einfach mal in Edit Mode, STRGR, hier 2 Loop Cuts und hier 2 Loop Cuts, dass ihr genau 9 Faces habt. Dann die Mitte einfach auswählen und einmal S drücken zum Scalen. Und ein wenig rausscalen und ihr seht, das kriegt schon einen ziemlich coolen Effekt. Jetzt drückt ihr einmal E und scalt das rein, bewegt das ein Stückchen hoch, nochmal E und hoch bewegen. Und wenn ihr jetzt gerade nicht mitgekommen seid, dann spult einfach nochmal ganz kurz zurück. Es ist aber wirklich simpel. So, dann fehlt natürlich nur noch unser Bildschirm. Und dafür werden wir einfach dieses obere Face hier einmal extruden, also einmal E drücken. Und dann drückt ihr S und dann nur auf der X-Achse, also einmal X dazu, bewegt ihr das dann so nach außen. Jetzt könntet ihr das zum Beispiel hier, wenn wir das auswählen, noch ein wenig in Form bringen, indem ihr das zum Beispiel hier einmal scaled auf der Y-Achse. Dann seht ihr, dass das so eine leichte Schräge bekommt an den Seiten. Solche Bildschirme gibt es ja auch ungefähr. Ihr könntet sogar so einen Curve-Bildschirm damit machen. Wir machen das Ganze jetzt aber einfach nur quadratisch und deswegen bewegen wir uns das Ganze nach oben. Dann selektieren wir uns das vordere Face einmal mit E. Ihr könnt auch I drücken zum Inserten. Das ist auch möglich. Und dann drückt ihr nochmal E und geht ein wenig rein. Damit wir einfach unseren Rand und unseren Bildschirm haben. Das sieht einfach besser aus, wie ihr sehen könnt. Und die Materials werde ich jetzt natürlich noch zuweisen. Und das wird vermutlich wieder im Schnelldurchlauf passieren. Ich mache hier aber nichts weiteres, als 2 verschiedene Materials zuzuweisen. Gut, dann können wir uns das Ganze noch ein bisschen rotieren. Eventuell auch scalen, weil ich finde, dass der noch ein bisschen zu klein ist, der Bildschirm. Deswegen werde ich das mal auf der X-Achse hier noch ein bisschen breiter machen, dass wir ein paar mehr Zoll hier bekommen. Vielleicht noch ein bisschen höher, dass das Ganze ein bisschen proportionaler aussieht und nicht so in die Breite gezogen ist. Jetzt scale ich das nochmal auf allen Achsen. Jetzt nur auf der X. Vielleicht auf der Y noch ein bisschen flacher machen, dass wir einen richtig schönen Flachbildschirm haben. Und so sieht das ziemlich cool aus. Ihr könnt euch da als Beispiel einfach euren Bildschirm nehmen. Gut, jetzt werde ich das Ganze auf der Z-Achse rotieren, ein wenig schräg machen, denn ich möchte ja gleich meinen zweiten Bildschirm hier noch machen. Ich bewege das mal ein Stückchen hier hin, drücke Shift-D für meinen zweiten Bildschirm, rotiere das in die andere Richtung und dann richte ich mir das Ganze hier einfach mal aus. Ungefähr da, wo meine Bildschirme stehen sollen. Und das sieht ziemlich fresh aus. Eine kleine Sache benötigen wir natürlich noch, um unseren Computer zu steuern. Und zwar ist das eine Maus, die wir natürlich jetzt auch hinzufügen werden. Deswegen einfach mal hier wieder einen Cube adden. Wer hätte was anderes erwartet? Und dann scalt ihr das ganz klein. Denn eine Maus ist ja nun wirklich nicht sehr groß. Ich bringe den erstmal auf den Schreibtisch. Oder die Maus auf den Schreibtisch. Assigne hier das schwarze Material. Und dann werden wir das ein wenig in Form bringen, dass das nicht ganz so eckig aussieht. Einfach mal hier einen Loop Cut reinbringen und vielleicht hier einen Loop Cut, aber ein bisschen vorne, dass wir hier so unsere linke und rechte Maustaste so ein bisschen haben. Und dann werde ich mir einfach
das so runterbringen. Na, das sieht jetzt nicht so perfekt aus, aber ich kann mir vorstellen, dass das auf dem Renderbild ziemlich cool aussehen könnte. Das müsste man dann aber sehen. Ich bringe das nochmal, ja, das sieht schon ein bisschen besser aus. So ist es nicht ganz so eckig. Vielleicht die hier nochmal, vielleicht die nochmal ein bisschen anschrägen. Ich gehe mal in den Face-Mode und wähle die aus. Das scale ich mir auch nochmal rein und die scale ich auch nochmal rein. Dann bringe ich mir das hier ein Stückchen höher, da wo ich meine Maus haben möchte, schräge sie auch wieder an. Ich mache die jetzt doch nochmal ein bisschen größer, weil sie ein bisschen zu klein ist. Nochmal ausrichten und jetzt könnten wir eine ganz kleine Spielerei auch noch hinzufügen, denn unsere Tastatur ist zwar wireless, aber unsere Maus nicht. Deswegen werden wir ihr jetzt ein Kabel verpassen. Das sieht bestimmt auch noch cool aus. Ich wähle mal die Faces hier vorne aus. Einmal das. Und dann drücke ich einmal E für Extrude und scale das sofort rein. Bringe das hier mal raus. Scale das nochmal rein. Hier müssen wir jetzt ein bisschen rumspielen, weil unsere Schrägen vorne ein bisschen zu schräg sind. Kein cooler Effekt, aber ich glaube, es klappt eigentlich. Hier müsst ihr, wie gesagt, ein bisschen rumspielen. Und dann könnt ihr das Ganze hier einmal rausbringen. Ich werde das jetzt nicht so ganz lang machen. Vielleicht machen wir ein paar Kanten rein, dass es auch wirklich wie ein Kabel aussieht. Deswegen mache ich das jetzt hier ein Stück nach rechts. Dann extrude ich das noch einmal und mache hier so eine leichte Kurve rein. Wie gesagt, es ist Low Poly. Da muss man nicht auf zu viel Details achten. Dann extrude ich das nochmal und lasse das Ganze hinter meinem Schreibtisch verschwinden. Jetzt könnten wir hier vorne noch, ich mache mal hier einen Loop Cut rein. Das möchte ich nämlich auch noch ganz gerne ein bisschen dünner haben, das Kabel hier vorne. Und ganz hier vorne mache ich das auch nochmal ein bisschen dünner. Und dann sieht das richtig schön aus. Und ist ein nettes kleines Detail. Gefällt mir. Und das letzte, was wir noch in diesem ersten Part machen werden, ist die Wandfarbe und der Laminatboden. Und die Wandfarbe werde ich euch natürlich jetzt im Schnelldurchlauf wieder zeigen. Hier ist es aber auch ziemlich simpel. Hier nutze ich eine leichte weiße, pinke, würde ich fast sagen, Color. Das gefällt mir immer bei Low Poly. Für die Außenwände, also für oben, was man sehen kann, dieses abgeschnittene vom Raum. Und natürlich dann die Color für den Raum. Jetzt fehlt nur noch der Laminatboden. Hier passe ich auch gerade mal ganz kurz die Color an. Und wir könnten das jetzt so machen, dass wir hier Loop Cuts reinhauen. Ihr seht aber, dass das unsere Wände auch mit beeinträchtigt. Ist also nicht so schön. Noch schöner ist, einfach einen neuen Cube zu adden und unsere Holzlatten quasi extra zu modellieren. Dann haben wir auch gleich diese wunderschönen Spalten dazwischen. Ich werde das jetzt erstmal so in die ungefähre Höhe bringen. Dann scale ich das auf der Y-Achse ein bisschen zusammen. Und auf der X-Achse macht ihr das Ganze dann schön breit, dass das den ganzen Raum ausfüllt. Oder ihr macht es wie echten Laminatboden, der vielleicht ein bisschen versetzt ist. Das ist euch überlassen, aber das sieht bestimmt auch cool aus. Also wer das macht, der könnte mir das bestimmt mal zusenden, wenn er das gemacht hat. Da würde ich mich drüber freuen. Jetzt werden wir dem Brettchen allerdings natürlich erstmal ein Material geben. Wir nehmen jetzt einfach mal hier Mud Ground, was wir eben hatten oder was ich eben erstellt habe. Das werden wir gleich ein bisschen bearbeiten. Jetzt werden wir allerdings das Ganze einmal Shift-D-duplicaten und dann bewegt ihr das ein Stückchen nach links und dann lasst ihr hier eine kleine Lücke. Die ist ganz wichtig. Das sieht nämlich ziemlich cool aus auf dem Renderbild später. Dann macht ihr das Ganze einfach immer weiter. Shift-D-duplicate, bis ihr euren ganzen Raum ausgefüllt habt. Jetzt kommen wir hier langsam zum Ende und ich sehe gerade, das schließt wirklich perfekt hier ab. Ziemlich cool. Dann fehlt natürlich noch die andere Seite. Also immer Shift-D und rüberziehen. Shift-D, rüberziehen. Und Shift-D, rüberziehen. Nein, ich habe keinen Sprung in der Platte. Wir machen das einfach so. Gut, hier habe ich eine etwas größere Lücke. Ist nicht allzu schlimm, aber wir verschieben das jetzt gleich nochmal. Wir werden jetzt erstmal alles auswählen. Einfach mit Shift gedrückt. Einfach alles auswählen und dann einmal STRG J drücken, dass wir ein Parent haben und unseren Origin wieder in den Center of Mass. Gut, jetzt werde ich mir das Ganze ein bisschen verschieben, dass das doch an beiden Seiten auch wirklich denselben Space hat und jetzt sieht das ziemlich cool aus.
Mir gefällt der Boden, bis auf die Color. Die werde ich noch ein bisschen heller machen. Vielleicht auch ein bisschen ins Braun gehen. Oh, ungefähr so. Das sieht gar nicht mal schlecht aus. Das sieht aus wie diese bayerischen Möbel. Ich komme gerade nicht auf den Stoff. Ist das Kiefer? Ich glaube, es ist Kiefer. Sehr schön, gefällt mir. Und wenn dir das Ganze auch gefällt, auch dieser erste Part zu dieser neuen Low-Poly-Reihe, dann lass mich das auf jeden Fall wissen. Schreib es ruhig in die Kommentare, auch wenn du Verbesserungsvorschläge hast. Und über ein Abo würde ich mich natürlich auch mega, mega freuen. Gut, ansonsten könnt ihr mir gerne eure Räume auch zusenden. Unter meiner Kanalinfo findet ihr meine E-Mail-Adresse. Da einfach mal euren Raum einen Screenshot zuschicken. Da bin ich mega gespannt, was ihr vielleicht Schönes gezaubert habt. Vielleicht habt ihr ja eure Zimmer auch nachgebaut. Oder ein Wohnzimmer oder was ganz anderes. Vielleicht eine Küche oder ein Bad. Ich weiß es nicht. Das war Part 1 dieser kleinen Low-Poly-Reihe. Und wir sehen uns im zweiten Part wieder, wo wir dann weitere Assets hier erstellen werden.